Hallo Leute. Ich begrüße euch bei Learn German. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Also los geht's. Temporale Präpositionen. Hast du Probleme mit den temporalen Präpositionen? Mit diesem Video bekommst du alle Informationen zu allen Präpositionen auf einen Blick. Temporale Präpositionen geben zeitliche Beziehungen an. Hier findest du Beispiele zu temporalen Präpositionen, die du schon kennst. Temporale Präpositionen sind Präpositionen, die sich auf einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne beziehen. Man fragt mit wann? Wie lange? Wann beginnt der Unterricht? Der Unterricht beginnt um 9 Uhr. Wie lange arbeitet sie? Sie arbeitet von 8 Uhr bis 16 Uhr. Temporale Präpositionen bestimmen einen Zeitpunkt. Wann? Wir erklären die Präpositionen. Am. Im. Um. Vor. Nach. In. An plus Dativ wird mit Wochentagen oder bestimmten Tageszeiten verwendet. Am plus Datum, Tageszeit, Wochentag. Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen? Möchten Sie an der Prüfung am 12. März teilnehmen? Die Prüfung findet am Vormittag statt. Die Prüfung findet am Vormittag statt. Am Montag können Sie Ihr Zeugnis abholen. Am Montag können Sie Ihr Zeugnis abholen. Am Abend lese ich ein Buch. Am Abend lese ich ein Buch. Am Montag gehe ich zur Arbeit. Am Montag gehe ich zur Arbeit. In plus Dativ wird mit Monaten, Jahreszeiten oder in der Form in der Nacht verwendet. In plus Monatsname, Jahreszeit. Im ist in dem. Im Januar beginnt das neue Jahr. Im Januar beginnt das neue Jahr. In der Nacht ist es ruhig. In der Nacht ist es ruhig. Unsere nächste Sitzung ist im Mai. Unsere nächste Sitzung ist im Mai. Um plus Akkusativ wird mit Uhrzeiten verwendet, zu bestimmten Zeiten des Tages. Um plus genaue Uhrzeit. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Ich gehe um 8 Uhr ins Bett. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Der Zug fährt um 10 Uhr ab. Wir treffen uns um 15 Uhr. Wir treffen uns um 15 Uhr. Vor plus Dativ wird verwendet, um auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu verweisen, der vor einem anderen Zeitpunkt liegt. Vor plus Dativ gibt an, was vorher passiert. Vor der Arbeit macht sie Sport. Vor der Arbeit macht sie Sport. Ich habe vor einem Jahr in Berlin gewohnt. Ich habe vor einem Jahr in Berlin gewohnt. Vor dem Frühstück liest er die Zeitung. Vor dem Frühstück liest er die Zeitung. Sie hat vor kurzem ihren Job gewechselt.
Sie hat vor kurzem ihren Job gewechselt. Nach plus Dativ wird verwendet, um auf einen Zeitpunkt in der Zukunft zu verweisen, der nach einem anderen Zeitpunkt liegt. Nach plus Dativ gibt an, was danach passiert. Nach der Arbeit möchte er sich mit seinen Freunden treffen. Nach der Arbeit möchte er sich mit seinen Freunden treffen. Er kommt nach der Arbeit nach Hause. Er kommt nach der Arbeit nach Hause. Ich werde nach dem Mittagessen spazieren gehen. Ich werde nach dem Mittagessen spazieren gehen. Nach dem Film gehen wir essen. Nach dem Film gehen wir essen. In plus Dativ wird verwendet, um auf eine Zeitspanne in der Zukunft zu verweisen, die nach einem bestimmten Zeitpunkt liegt. In plus Dativ gibt an, wie weit ein Ereignis aus jetziger Perspektive in der Zukunft liegt. In 2 Tagen fangen die Schulen an. In 2 Tagen fangen die Schulen an. In einem Monat haben wir Urlaub. In einem Monat haben wir Urlaub. In einer Stunde werde ich zu Hause sein. In einer Stunde werde ich zu Hause sein. In der nächsten Woche treffen wir uns wieder. In der nächsten Woche treffen wir uns wieder. Wie lange? Wir erklären die folgenden Präpositionen. Ab. Seit. Von an. Vom bis zum. Für. Über. Ab plus Dativ wird verwendet, um auf einen zeitlichen Anfangspunkt in der Zukunft hinzuweisen. Ab plus Dativ gibt an, wann etwas beginnt, ZB Uhrzeit, Monatsname, Jahr. Ab heute gehe ich ins Yoga Center. Ab heute gehe ich ins Yoga Center. Ab nächster Woche beginnt der Kurs. Ab nächster Woche beginnt der Kurs. Ab dem 15. August ist das Schwimmbad wieder geöffnet. Ab dem 15. August ist das Schwimmbad wieder geöffnet. Ab 1. Januar gelten neue Regeln. Ab 1. Januar gelten neue Regeln. Seit plus Dativ wird verwendet, um ein Ereignis anzugeben, das in der Vergangenheit begonnen hat und bis in die Gegenwart andauert. Seit plus Dativ gibt an, wann etwas angefangen hat, das jetzt noch nicht beendet ist. Seit dem letzten Montag habe ich eine schwere Erkältung. Seit dem letzten Montag habe ich eine schwere Erkältung. Ich wohne seit einem Jahr in Berlin. Ich wohne seit einem Jahr in Berlin. Sie lernt seit 2020 Deutsch. Sie lernt seit 2020 Deutsch. Meine Kollegin ist seit Mittwoch krank. Meine Kollegin ist seit Mittwoch krank. Von an wird verwendet, um den Beginn eines bestimmten Zeitraums anzugeben. Es wird genutzt, um den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem ein Ereignis oder eine Zeitspanne in der Zukunft oder Gegenwart beginnt. Von
An wird verwendet, um anzugeben, wann etwas Bestimmtes oder ein Ereignis beginnt. Von nächster Woche an will er mit dem Rauchen aufhören. Von nächster Woche an will er mit dem Rauchen aufhören. Von Montag an arbeite ich im neuen Büro. Von Montag an arbeite ich im neuen Büro. Von Januar an gelten die neuen Preiserhöhungen. Von Januar an gelten die neuen Preiserhöhungen. Vom bis zum wird verwendet, um einen Zeitraum zu beschreiben, der von einem bestimmten Punkt beginnt und an einem anderen Punkt endet. Es wird verwendet, um den Beginn und das Ende eines bestimmten Zeitraums zu kennzeichnen. Von wird mit Dativ verwendet, um den Anfangspunkt zu kennzeichnen. Bis wird mit Dativ verwendet, um den Endpunkt zu kennzeichnen. Vom 10. bis zum 15. März findet das Fest statt. Vom 10. bis zum 15. März findet das Fest statt. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Vom Montag bis zum Freitag. Vom Montag bis zum Freitag. Vom 1. Juni bis zum 30. Juni haben wir Urlaub. Vom 1. Juni bis zum 30. Juni haben wir Urlaub. Für plus Akkusativ ist eine Präposition, die verwendet wird, um einen bestimmten Zeitraum oder eine bestimmte Dauer zu kennzeichnen. Es wird mit Akkusativ verwendet, um auf eine Zeitspanne hinzuweisen. Für plus Akkusativ mit dem Akkusativ verwendet, um auf einen bestimmten Zeitraum hinzuweisen. Für eine Woche haben wir Urlaub. Für eine Woche haben wir Urlaub. Die Sitzung dauert nur für eine Stunde. Die Sitzung dauert nur für eine Stunde. Ich habe das Buch für 2 Wochen ausgeliehen. Ich habe das Buch für 2 Wochen ausgeliehen. Er arbeitet für eine große Firma. Er arbeitet für eine große Firma. Über plus Akkusativ als Präposition verwendet, um einen Zeitraum zu kennzeichnen, der sich von einem bestimmten Zeitpunkt zu einem anderen in der Zukunft erstreckt und normalerweise auf eine fortdauernde Zeitspanne hinweist. Es wird mit Akkusativ verwendet. Über plus Akkusativ verwendet, um einen Zeitraum zu kennzeichnen, der sich von einem bestimmten Zeitpunkt bis zu einem anderen in der Zukunft erstreckt. Ich warte schon über eine Stunde auf dich. Ich warte schon über eine Stunde auf dich. Wir haben über 2 Monate an dem Projekt gearbeitet. Wir haben über 2 Monate an dem Projekt gearbeitet. Er hat das Buch über den Sommer gelesen. Er hat das Buch über den Sommer gelesen. Das Hotel war über die Feiertage komplett ausgebucht. Das Hotel war über die Feiertage komplett ausgebucht. Lasst uns zusammen üben. Wie lange möchtest du nach Österreich gehen? Wie lange möchtest du nach Österreich gehen?
Ich möchte für 2 Wochen nach Österreich gehen. Ich möchte für 2 Wochen nach Österreich gehen. Der neue Termin. Ergänzen Sie die Präpositionen und Artikel bzw. Artikelendungen, wenn nötig. Liebe Frau Müller. Wir hatten 13. Oktober 12 Uhr einen Besprechungstermin zum Thema neue Marketingkonzepte vereinbart. Leider ist bei mir kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Ich muss dies Tag nach Rom reisen. Könnten wir unsere Besprechung auf den 20. Oktober verlegen? Sollten Sie in der genannten Woche keine Zeit haben, ginge es auch. 27. Oktober oder 4. November. Mit besten Grüßen. Siegbert Mega. Sie haben 10 Sekunden, um die Aufgaben zu lösen. Liebe Frau Müller. Wir hatten am 13. Oktober um 12 Uhr einen Besprechungstermin zum Thema neue Marketingkonzepte vereinbart. Leider ist bei mir kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Ich muss an diesem Tag nach Rom reisen. Könnten wir unsere Besprechung auf den 20. Oktober verlegen? Sollten Sie in der genannten Woche keine Zeit haben, ginge es auch am 27. Oktober oder am 4. November. Mit besten Grüßen. Siegbert Mega.